Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. In diesem Video geht es um eine Tasche bzw. ein Täschchen. Das ist Piccolina, mein neues Schnittmuster. Vielleicht geht es dir ja auch so, aber bei mir ist es so, seit ich nähe, gibt es für jede Gelegenheit die passende Tasche. Und so ist halt auch mein Schnittmuster Piccolina entstanden. Ich brauchte eine Tasche, also ein Täschchen für mein Handy, wenn ich im Urlaub bin. Wenn ich eine Städtetour mache und stundenlang unterwegs bin, dann habe ich meistens einen Rucksack oder Turnbeutel dabei. Und wenn das Handy hinten drin ist, dann ist das schon ganz schön nervig, immer das ständige Auf- und Absetzen. Eine Handytasche zum Umhängen kommt sich auch dauernd in die Quere mit dem Rucksack. Also ist hier so eine kleine Piccolina genau das Richtige. Du kannst sie als Gürteltasche nähen, indem du hier einfach 2 Schlaufen dran nähst. Du kannst sie schlicht und einfach als Tasche für Dokumente nähen, zum Beispiel passen gut Impfausweis oder Reisepass oder so hinein. Oder du kannst sie so als Mini-Klatsch nähen mit einer Handschlaufe. Das Schnittmuster hat wirklich viele Variationen, die möchte ich dir gleich noch genauer vorstellen. Jetzt sage ich erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Hier siehst du die beiden Grundmodelle. Die unterscheiden sich durch die innere Aufteilung. Links ist Modell 1. Das zeige ich gleich in der Anleitung mit allen Maßen und Faltungen und so kannst du das kostenlos mitnähen. Dort ist die Unterteilung innenliegend. Also von außen sieht man nur die Tasche und innen, ich versuche es gerade irgendwie zu zeigen, dort siehst du es, da ist eine Trennung. Und dann gibt es hier Modell 2. Dort ist die Unterteilung so stufenweise. Da hast du vorne das kürzere Fach und dann hinten noch ein Steckfach. Die Tasche wird, das wirst du gleich sehen, aus einem sehr langen Stück Stoff genäht. Aber vielleicht hast du auch kleinere Stoffstücke und das macht ja auch Spaß, so Stoffe zu kombinieren. Daher gibt es im Schnittmuster noch zu jedem Modell eine Variante. Zu Modell 1 ist die Variante aus 3 Stoffstücken. Das ist einmal hinten der Deckel mit der Rückwand, dann die Trennung aus einem einzelnen Stoffstück und der vordere Teil kann aus einem anderen Stoff genäht werden. Bei Modell 2 besteht die Variante aus 2 Stücken Stoff. Da hat man einmal die hintere Seite und den Deckel und dann die vorderen Fächer, die jeweils aus unterschiedlichen Stoffen genäht werden können. Was beim Nähen der Varianten zu beachten ist, das zeige ich am Ende der Anleitung. Jetzt folgt ja erstmal die Anleitung für Modell 1. Ich zeige das mal an dieser Tasche. Ich nähe dieses Modell jetzt mit allem. Mit den Gürtelschlaufen, dann hier mit der Halterung für den D-Ring und der Handschlaufe. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, in ein Kartensteckfach einzunähen. Also für EC-Karte, Visitenkarte, Tickets oder sonst was. Du entscheidest selbst, was du alles machen möchtest, aber damit die Anleitung komplett ist, gibt es hier erstmal mit allem. Das sind die Teile, die du für die Tasche benötigst. Einmal das lange Schnittteil. Dort siehst du die ganzen Positionen für die Zusatzteile. Dann haben wir noch das Kartensteckfach, die Gürtelschlaufen und den D-Ring-Halter. Und nach Maß zu schneiden musst du die Handschlaufe. Zusätzlich brauchst du noch einen Druckknopf oder 2, einen kleinen Karabiner und einen Ring oder D-Ring. Hier siehst du jetzt die Maße der Schnittteile.
Das Hauptteil wird noch mit Vlies verstärkt. Das Vlies ist an jeder Seite 1 cm kürzer als der Stoff. Ich nehme mit Canvas und benutze Vlies H200. Du kannst die Tasche mit jedem Stoff nähen, nur dann müsstest du eventuell etwas festeres Vlies nähen, damit es nicht zu labbrig wird. Wenn du das Schnittmuster hast, dann legst du es einfach auf und knippst an der Stelle, welches Modell du nähen möchtest, ein bisschen in den Stoff. Ohne Schnittmuster machst du die Knipse bei folgenden Zentimetern. Den ersten oder beziehungsweise die ersten 2 Knipse bei 22 cm und dann 26 cm weiter bei 48. Also auf beiden Seiten wird ca. 0,5 cm eingeknipst. Damit ich nicht den Überblick verliere, markiere ich mir eben den Deckel. Jetzt werden erstmal alle anderen Teile vorbereitet. Als erstes faltet man das Steckfach rechts auf rechts. Da ich hier einen anderen Stoff genommen habe, der ziemlich dünn ist, aber ich fand den halt einfach so süß, habe ich hier auch noch ein dünnes Vlies aufgebügelt. Also das Fach wird an den Seiten geklammert und an der langen Seite bleibt eine ca. 5 cm breite Wendeöffnung. Dann das Stoffstück für die Schlaufen. Das wird einmal in der Mitte gefaltet, links auf links. Das Ganze geht am besten am Bügelbrett. Dann nochmal auffalten und die Kanten wieder zur Mitte und zusammen und das Ganze dann erstmal festklammern. So sieht das dann gebügelt aus. Dann kommt das Stück für den Ring. Das faltest du einmal in der Mitte, links auf links und dann die Kanten 1 cm nach innen und dann wieder zusammenklappen. Genauso wie bei dem kleinen Stück machst du das halt mit dem langen Stück von der Handschlaufe. So sieht das dann aus, wenn das gebügelt ist. Einmal in der Mitte geknickt und die Ränder 1 cm nach innen und das Ganze dann zusammenstecken. Beim Nähen der Handschlaufe wird jetzt erstmal nur zwischen den Klammern zusammengenäht. Also an beiden Enden von dem Stück bleiben ca. 5 cm offen. Also das Ganze unter den Nähfuß legen und natürlich verriegeln. Wenn bis zum Ende genäht ist, dann das Stück rausnehmen und die Enden auffalten, beziehungsweise erstmal den Karabiner drüber ziehen. So, der ist jetzt drin. Dann das Ganze auffalten und die kurzen Kanten aufeinander stecken und dann dort zusammennähen. Wenn die Naht fertig ist, faltest du die Nahtzugabe auseinander und legst den Riemen wieder in die gebügelte Form. Dann kannst du den Rest der Handschlaufe zusammennähen. Ich lege den Trageriemen dann so hin, dass die Naht knapp unterhalb von dem Karabiner ist. Das passt eigentlich ganz gut.
und dann nähe ich da den Trageriemen aufeinander. Als nächstes kannst du das kurze Stück von dem D-Ring zunähen. Dann die Schlaufen. Die werden so einmal ringsherum genäht. Dann fehlt noch das Kartensteckfach. Das wird einmal von dem Rand bis zur Nadel genäht und dann von der anderen Seite der Wendeöffnung bis zum Ende. Beim Steckfach dann die Nahtzugabe ein bisschen zurückschneiden und an den Ecken bei der Wendeöffnung die Nahtzugabe stehen lassen. Dann einmal wenden, die Ecken vorsichtig, aber doch gut ausformen, die Wendeöffnung zustecken und einmal bügeln. Bei dem Trageriemen, also das muss man natürlich nicht, aber so ein bisschen Schnickschnack finde ich immer ganz schön und ich habe ja halt auch die Nieten. Da mache ich noch eine Niete rein. Nun kannst du das kurze Stück schon mal durch den Ring schieben und eine Klammer drauf machen und das Stück für die Schlaufe einmal zur Hälfte legen und teilen. Ja, jetzt ist alles vorbereitet. Jetzt geht es weiter mit der Tasche. Dort ist der Deckel und da markiere ich mir jetzt einmal die Mitte. Und von diesem Rand aus 6 cm auf die Mitte legst du jetzt das Kartensteckfach. Die Öffnung von dem Steckfach zeigt nach rechts, also zur langen Seite. Und dann kannst du das an 3 Seiten feststecken und nähen. Und dabei schließt du auch die Wendeöffnung. So, also das Steckfach ist zu dieser Seite hin auf. Jetzt kommen die Schlaufen. Die Position für die Schlaufen ist von diesem Ende 27 cm und vom Rand 3 cm. Du klappst das Ende so circa 1 cm ein. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite genauso. Weil das jetzt so schwer zu stecken ist, werde ich das gleich unter der Nähmaschine auf der anderen Seite noch einklappen. Also das wird jetzt, die 4 Stellen werden jetzt festgenäht. Zum Höhenausgleich lege ich mir wieder so ein Stück Gurtband hinten unter den Nähfuß und dann nähe ich schon so, ja, mindestens 2-mal darüber. Dann klappe ich das andere offene Ende um und nähe unten fest und das gleiche auf der anderen Seite. Das Stück mit dem D-Ring wird jetzt so neben der Schlaufe positioniert, aber wie du das hier siehst, so tendenziell eher zur linken Seite hin ausgerichtet. Und auf der anderen Seite kannst du noch ein Label oder so festnähen. Das Ganze wird jetzt halt in der Nahtzugabe fixiert, damit das gleich nicht verrutschen kann.
So, jetzt sind alle Vorbereitungen fertig. Jetzt guckst du, wo die Knipse sind. Also das lange Stück wird jetzt erstmal rechts auf rechts an den oberen Knipsen aufeinander gelegt. Also die Knipse sind genau in dem Knick. Dann drückst du das so ein bisschen fest und dann nimmst du dir die anderen Knipse und legst sie genau auf den unteren Rand. Das ist bei beiden Modellen gleich. So, wenn das gut ausgerichtet ist, man kann ja auch immer schön gucken, dass das halt das ganze Stoffstück mit den Seiten parallel ist. Dann nimmst du die offene Kante und legst sie auch da unten. Das Ganze kann man schon mal so ein bisschen drücken. Dann nimmst du das große Stück von oben und legst den Rand ebenfalls an die Kante. Die Seiten kannst du jetzt feststecken. Dann wird rechts und links mit 1 cm genäht. Beim Nähen beginnst du am besten an der dünnen Seite und Anfang und Ende gut verriegeln. Die Nahtzugabe wird nun an beiden Seiten so auf ca. 0,5 cm zurückgeschnitten. An den Ecken bleibt sie stehen. Da muss man gleich beim Ausformen ein bisschen sorgfältiger arbeiten, aber so ist die Tasche einfach stabiler. Dort siehst du schon den Stoff und jetzt wendest du die Tasche zum ersten Mal auf rechts. Und so mit irgendeinem Werkzeug, so einem Stäbchen oder so, vorsichtig die Ecken ausformen. Da kann man auch ganz gut an den Seiten, an den Nähten nochmal entlang streichen, damit das gut in Form kommt. Dann greifst du dort hinein und schiebst das Ganze nochmal nach außen. Und wieder ein bisschen die Tasche in Form bringen. Dann bügelst du das Ganze einmal so glatt und dann einmal so. Bis die Tasche ausgekühlt ist, mache ich rechts und links immer noch eine Klammer dran und dann ist die schon mal richtig gut in Form. Also, wenn die dann kalt ist, dann fehlen noch die Druckknöpfe. Die Ecke gefällt mir noch nicht so gut, deshalb habe ich da noch mal ein bisschen nachkorrigiert. Aber dann geht es halt an den Knopf und da kannst du 1 oder 2 Knöpfe machen. Hast du ja vielleicht vorhin schon gesehen, dass ich das auch bei den Taschen unterschiedlich habe. Also auf jeden Fall 1 cm vom Deckelrand nach oben und dann entweder mittig oder gleich weit entfernt vom Rand rechts und links. Da mache ich halt mit der Zange Löcher in den Deckel und durch das Loch markiere ich mir auf der Tasche, wo der andere Druckknopf sein muss. Und dann mache ich dort die Löcher. Ich verwende hier ja diese Metalldruckknöpfe, aber das geht natürlich genauso mit einem Kammsnap. Also falls du auch Metalldruckknöpfe verwendest oder verwenden möchtest, dann kann ich da nur die S-Feder-Druckknöpfe empfehlen. Die kann man gut auf und zu machen. Dann gibt es noch
Ringfederdruckknöpfe, die sind eher für Sachen geeignet, ja, die mehr in Position bleiben und die man nicht ständig öffnen und schließen muss. Das ist meine Erfahrung. Jetzt auf dem Taschenteil habe ich die Knöpfe angebracht und für den Deckel, da muss man an der Zange das Werkzeug wechseln. Ja, die Tasche ist fertig. Ich hoffe, sie gefällt dir und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und wenn du noch wissen möchtest, wie die geteilte Variante oder was da besonders dran ist, dann bleib einfach dran. Dazu sage ich jetzt noch was. Das ist also die geteilte und da werden erstmal die einzelnen Schnittteile aneinander genäht und die Nahtzugabe wird auseinandergebügelt, damit man eine schöne glatte Naht hat. Dann werden allerdings die Nahtzugaben wieder so ein bisschen nach unten gelegt und statt der Einschnitte legen wir jetzt die Nähte aufeinander. Dann kommt hier die zweite Naht auf die untere Naht und die Nahtzugaben, wie gesagt, die zeigen nach unten. Dann nimmst du das Ende von dem Stoff und legst es auf die Naht, also nicht bis zum Ende des Stoffes, sondern diese Kante wird bis zur Naht gelegt. Die Nahtzugabe schaut unten heraus. Dann nimmst du das Ende von dem Stoff und legst es auch nach unten, genau nur bis zur Naht. Und steckst das an den Seiten fest. Dann nähst du die beiden Seiten rechts und links, genau wie vorhin, aber halt auch nur bis zu der Naht dort unten. Nach dem Nähen schneidest du wie vorhin auch rechts und links die Nahtzugabe auf 0,5 cm zurück und die untere schneidest du ebenfalls zurück. Und dann geht es genauso weiter wie vorhin auch. Wenden und ausformen und so weiter. Schreib mir doch in die Kommentare, welche Tasche dir am besten gefällt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!